schöner Fisch. Ja! Jawohl! Swedish anglers is the best. Der YouTube Predator Cup 2018 wird präsentiert von Duo Germany, Angel Joe und Bass Brigade. Der YPC geht in die Endphase. Nur noch 2 erfolgreiche Matches trennen die verbliebenen 4 Angler vom Titel. Dustin Schöne von Barschalarm TV gewann seine ersten beiden Partien relativ knapp. Sowohl gegen Luis vom Big L Fishing Channel als auch gegen Ricardo Stüttem von Fischen Clips reichte dem WPC-Gewinner von 2017 jeweils ein schöner Zander für das Weiterkommen. Bisher ging sein Plan auf. Doch kann Dustin seiner Favoritenrolle heute erneut gerecht werden? Sein Gegner am heutigen Tag hat im diesjährigen Wettbewerb bereits einen WPC-Champion eliminieren können. Im Achtelfinale gegen Enrico Di Ventura konnte Johannes Höfner von JH Fishing unter anderem einen Hecht mit einer Länge von 107 cm fangen und kam in einer extrem fischreichen Partie in die nächste Runde. Im darauffolgenden Viertelfinale setzte er sich in einer weitaus zäheren Begegnung gegen Oberflächenangler Bene Götzfried von Topwater Productions durch. Jetzt geht's los. Der erste Wurf. Hoffentlich bringt er gleich Fisch. Gucken wir mal. So, jetzt ist der erste Wurf für mich im Halbfinale vom YouTube Predator Cup. Verwende den Köder vom Duell gegen Enrico. Der hat mir viel Glück gebracht. Vielleicht funktioniert es ja heute auch. Schauen wir mal. Die beiden Angler treten heute vom Motorboot aus gegeneinander an. In den nächsten 6 Stunden Angelzeit dürfen sie 3 mit Kunstködern gefangene, maßige Raubfische in die Wertung einbringen. Hechte zählen einfach, Zander mal 1,3 und bei Barschen wird die Länge in Zentimetern mit 2,4 multipliziert. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Halbfinale des YouTube Predator Cup. Heute wird es richtig ernst. Nicht so, dass es in den letzten Partien nicht auch schon ernst gewesen ist. Aber heute geht es um Einzug ins Finale. Dustin gegen Johannes. Spannende Begegnung. Wir haben es heute mal ein bisschen andersrum machen müssen. Wir sind ein bisschen in Zeitnot. Deswegen wollten wir ganz schnell an den ersten Spot. Die Angler haben ihre Würfe gemacht schon. Die Köder sind im Wasser. Ich wollte dieses Mal im Halbfinale vor allem auf Barsch setzen. Also ich will Barsche fangen. Ich meine, wenn der Channel Barschalarm TV heißt, muss man auch mal einen Barsch fangen. Dafür habe ich mir hier eine Steinpackung ausgesucht, wo die Barsche dazwischen stehen. Ich angel mit einem Rubber Jig, so einem kleinen Krebs, ne, der hier auch, würde ich sagen, natürlich viel vorkommt, zwischen den Steinen sitzt. Und ich hoffe, die Barsche ja, wollen den dann fressen. Der Wind kommt aus dem Norden, die Fische sind ein bisschen weniger aktiv, glaube ich. Deswegen mit dem Rubber Jig, weil den kann man ganz leicht und langsam über den Boden schleifen. Und ich glaube, das mögen die Barsche jetzt. Dustin hat seine beiden bisherigen Partien jeweils mit dem knappsten aller Ergebnisse für sich entscheiden können. Hat vor allem auf eine sehr stabile Defensive gesetzt. Dein Gegner hat jeweils nichts gefangen. Du bist mit einem Fisch weitergekommen. Auch jeweils einen ganz vernünftigen Fisch, glaube ich, habe ich so in Erinnerung. Also zumindest als ich auf dem Boot war. Ich weiß nicht, wie war es im letzten Halbfinale? Im letzten Viertelfinale meinst du? Meine ich. Da war es auch so ein Anfang 60er Zander, glaube ich. Ja, wie bei Luis auch. Ja, also muss man sagen, beide Male war es echt sehr schwer, Fisch zu fangen.
Beim zweiten Mal gab es ein bisschen mehr Kontakt sogar, da habe ich noch im Drill einen verloren. Ricardo hat auch, glaube ich, Ricardo hat einen Hecht verloren. Ja, es war beides Male sehr, sehr knapp. Und ich muss sagen, aber bei den Partien war ich relaxter als jetzt. Jetzt bin ich tatsächlich etwas aufgeregt. Liegt vielleicht daran, dass es immer näher Richtung Finale geht. Ja, ich muss sagen. Und dass man heute vielleicht auch mal 2 Fische fangen muss. Heute muss man auch mal 2 Fische fangen. Vielleicht. Ja. Man weiß es nicht genau. Das wäre nicht schlecht, ja. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen für ein gutes Fangergebnis. Tue ich natürlich Johannes auch. Denn ja, ich glaube, wenn er nochmal so eine Sternstunde erlebt wie gegen Enrico, sag mal im Viertelfinale war es dann von der Beißfrequenz ein bisschen überschaubarer vom Ufer gegen Bene. Aber Johannes hat auf jeden Fall auch schon gezeigt, dass er hier an dem Gewässer seine Fische fangen kann. Gute Stunde. Fischen die beiden und jetzt ist der... Oh, dicker Barsch. Darfst du Fächern nehmen? Oh, unglaublich. Ich wollte gerade das erste Zwischenstatement machen. Petri. Alter Schwede. Boah, guck mal, was der ausspuckt. Der frisst seine Artgenossen. Geiler Barsch. Guck mal hier, das hat er gefressen. Ihr seht, ich bin am Zittern. Völlig zu Recht, muss ich sagen. Unglaublich schöner Fisch. Wir wollen ihn natürlich messen. Die sind immer geil zu messen. Diese Ditch-Dinger kann ich nur empfehlen. Vorher immer nass machen, um den Fisch zu schonen. Ist kein... Also es ist ein richtig geiler Barsch, muss man sagen. Ja, das ist ein richtig geiler Barsch. Schöne Klamotte. Barschalarm TV macht seinem Namen alle Ehre hier heute. 47. Ja. Oder? 47 cm. Ja, geil. 47er Barsch ist natürlich ultra geil. Das ist der größte Barsch des Turniers. Bis jetzt. Bis jetzt. Natürlich Ja. bis jetzt. Ich freue mich riesig. Tschüss, Großer. Ich habe schon daran gezweifelt. Puh, der Drill war auch wild. 18 Gramm Rute. Er hat ganz schön Rabatz gemacht, muss ich sagen. Der Köder ist im Kescher direkt rausgefallen. Warte mal. Der Köder hier, wie ich vermutet habe. Der Biss kam direkt an so einem Poller. Ich glaube, da stand der Barsch einfach. Crazy Flapper lässt einen selten im Stich. Vor allem, wenn man nicht so agil fischen kann. Wahnsinn! Der Plan ist voll aufgegangen und die Partie beginnt mit einem Paukenschlag. Der größte Barsch des bisherigen Turnierverlaufs bringt das den satte 112,8 Punkte und natürlich die Führung. Ja, der ist jetzt durch, aber ich habe drauf gefangen, deswegen mache ich einen neuen ran. Hier meine kleine Box. Crazy Flapper, eigentlich in Green Pumpkin Chartreuse meine Lieblingsfarbe, aber da der gefangen hat, nehme ich nochmal, ich weiß gar nicht, wie die Farbe heißt, aber grüner Rücken, orangener Bauch, hat gefangen. Mache ich weiter. Ja, ich wechsle den lieber mal, nicht hundertprozentig scharf mehr. Das wäre zu ärgerlich, da einen Fehlbiss zu produzieren, weil der Haken nicht scharf ist. Frisch aufgerickt, kommt hoffentlich der nächste. Gucken wir mal. Ich bin immer noch am Zittern, ey. Das ist unglaublich. Aber die erste Anspannung, überhaupt mal einen Fisch zu fangen, ist erstmal weg. Aber irgendwie ist das doch was anderes. Ich meine, ich fische viel Turniere, aber da ist man nie zu zweit auf dem Boot. Und da ist das irgendwie nicht so krass mit der Nervosität. Jetzt hier muss ich sagen, merkt man das schon. Ja, wir wurden gerade eben durch ein sehr freudiges Ereignis unterbrochen.
Ich wollte eigentlich gerade anfangen zu erzählen, dass wir mittlerweile eine gute Stunde am Fischen sind, den Spot noch nicht gewechselt haben. Dustin sehr verbissen an seinem Plan festhält, hier mit dem Krebs zwischen den Steinen einen Barsch rauszuzuppeln. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, der Plan ist voll aufgegangen. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob Johannes da in irgendeiner Form darauf reagieren wird. Ob er vielleicht beim Köder sich ein bisschen orientiert oder ob er seine Taktik ein bisschen ändert. Ich habe gesehen, er hatte erst mit dem Gummifisch geangelt, danach auf den Wobbler gewechselt. Was fischst du gerade? Jetzt habe ich wieder am Gummifisch zurückgewechselt. Okay. Ich habe gehört, Krebs geht ganz gut. Habe ich gesehen. Nee, gibt es für dich jetzt irgendwelche Konsequenzen aus diesem Fisch? Also es ist ja eigentlich ähnlich wie mit Enrico gelaufen. Ja. Du bist jetzt erstmal in Rückstand. Wir haben gelernt, dass dir das nicht unbedingt was ausmacht. Ja. Ja, aber änderst du deine Taktik oder? Aber vorerst nicht. Also vorerst bleibe ich mal bei meinem Gummifisch und bei meiner Taktik eben, wie gesagt, weiter einen Barsch fangen. Ich bin zwar jetzt hinten, aber wird schon noch was kommen. Dustin, du möchtest hier am Spot bleiben oder? Ja, weiß noch nicht. Lass mich mal noch eine... Also du musst den Spotwechsel 15 Minuten vorher ansagen. Ja. Gut, also Spotwechsel ist bisher nicht angesagt. Also das heißt, 15 Minuten angeln wir hier auf jeden Fall noch. Und ja, mal gucken, ob Johannes vielleicht nachziehen kann oder ob Dustin noch einen zweiten Barsch hier an der Stelle kriegen kann. Jetzt hat Dustin den Spotwechsel angekündigt. 15 Minuten bleiben wir jetzt noch hier. Genug Zeit zu kontern. Wir sind auch eigentlich immer noch ganz in der Nähe des Fangplatzes. Und ja, und dann bin ich sehr gespannt, an was für eine Stelle wir als nächstes fahren. So, nachdem wir unser aller Leben mal wieder in Dustins Hände gelegt haben und zu meiner vollsten Zufriedenheit wieder einmal nicht enttäuscht wurden, noch alle vollzählig an Bord sind, sind wir an der zweiten Stelle des Tages. Der Spot kommt mir bekannt vor. In der Achtelfinalpartie zwischen Dustin und Louis waren wir auch schon an dieser Stelle, standen allerdings da drin. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht jetzt noch reinfahren. Und Dustin hat beim letzten Mal hier einen Zander bekommen. Ja, ich glaube, was er sich von dieser Stelle verspricht, erklärt er am besten selbst. Ja, also auf Zander werde ich hier jetzt nicht angeln. Ich will Barsche fangen. Hier ist eine Kante, da steht Kleinfisch. Und ja, ich glaube, hier stehen ein paar Barsche. Ich werde jetzt mal gleich wieder mit dem Krebs probieren, mal einen Spin-Jig durchzimmern und vielleicht auch mal einen Wobbler probieren. Aber wie gesagt, für mich Hauptziel Fisch ist Barsch, auch wenn hier Hecht, Zander und Barsch stehen. Am zweiten Spot läuft es ähnlich wie am ersten, nämlich zunächst gar nicht. Ja, mal gucken, ob sich das so entwickelt wie an der ersten Stelle. Wir haben jetzt zusätzlich relativ starken Regen bekommen, ein bisschen Wind ist auch drauf. Also sehr angenehme Bedingungen hier für das Kamerateam und für die beiden Angler. Und ja, aber ich glaube, das zieht bestimmt bald weg.
Und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir noch einen Fisch sehen werden heute. Ja, ich muss mich jetzt schon ein-, zweimal rechtfertigen hier wegen des Spots, der keine Fische bringt. Aber da ist ein Spot, da muss man geduldig sein. Hier ziehen die Fische durch und irgendwann wird der Schalter umgelegt und dann beißen sie. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ob das in meiner Angelzeit noch ist, die ist nämlich noch relativ kurz nur noch. Ich würde mal schätzen 20 Minuten. Kann ich nicht garantieren, aber ich glaube nicht, dass ich hier weggehen werde, weil, wie gesagt, manchmal geht es dann einfach plötzlich los hier und dann fängt man einen Barsch nach dem anderen. Und das hoffe ich natürlich, dass das jetzt noch passiert. Auf dem Echolot hat man es gesehen. Vielleicht sind das genau jetzt die Fische, die wir brauchen. Ist auf jeden Fall alles voll. Aber Bisse gab es bis jetzt noch nicht. Oh. Entschneidert. Entschneidert. Ein Fisch ist kleiner wie der Köder. Bitte Dank. Dieser kleine Barsch ist untermaßig und bringt keine Punkte. Deshalb verändert sich der Spielstand nicht. Es steht weiter 112,8 zu 0 für Dustin. Oh, krasser Biss. Fuck! Fuck! Wie lange haben wir noch? Gute 10 Minuten. Fuck! Scheiße! Mann! Es laufen die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeit. Dustin hat wieder recht behalten. Die Fische waren dann da. Allerdings konnte er diesmal seinen Biss nicht verwerten. Und ja, bis auf die paar Anstupser bei Johannes. Johannes hat einen kleinen rausbekommen. Und eben den einen guten Biss. Haben wir jetzt nicht mehr so viel gesehen. Ich habe jetzt auch das Gefühl, dass der Schwarm auch nicht mehr da ist. Kannst du das bestätigen? Kann ich bestätigen, aber er kann jederzeit wiederkommen. Kann jederzeit wiederkommen, allerdings nur noch 5 Minuten lang. Es sei denn, Johannes entscheidet sich für genau diese Stelle. Aber ich glaube, wir werden durch die Schleuse fahren und in ein anderes Gewässer bzw. in ein Nachbargewässer wechseln. Denn ich glaube, oder Johannes, vielleicht sagst du es am besten selber. Wie ist dein Plan? Ja, also die erste Stelle wird jetzt im Hollandstipp sein, da wo ich den 1,7 m Hecht gefangen habe gegen Enrico. Dann werden wir die Brückenpfeiler ein bisschen befischen und dann zu dem Plateau, wo das Barschmassaker war. Halbzeit. Ein großer Fisch, ein kleiner Fisch und ein paar Fehlbisse. Das ist die Bilanz der ersten Hälfte. In der zweiten wird Johannes die Spots vorgeben. Ob er die Partie noch drehen kann? Dir gefällt der YouTube Predator Cup und du möchtest die Produktion der zweiten Staffel unterstützen? Ganz einfach. Ob Rute, Rolle, Köder oder Jighaken. Mit jedem Kauf auf hecht- und barsch.de hilfst du uns bei diesem Projekt. Bis zur Ausstrahlung des Finales gibt es mit dem Gutscheincode #YPC18 übrigens 10% Rabatt auf alle Produkte außer Angelreisen und Echolote. Vielen Dank für deine Unterstützung.
Stelle kenne ich vom Duell gegen Enrico. Da habe ich den 1,7 m Hecht gefangen und Enrico eben auch, ich glaube, einige Barspieße gehabt, beziehungsweise einen verloren. Und darum hoffe ich, dass ich da jetzt einen Fisch rauszaubern kann. Schauen wir. Ich hoffe halt auf einen schönen Barsch. Oder eventuell Zander, aber die gehen anscheinend nicht so gut derzeit. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Die Stelle verspricht auch Zander. Wie gesagt, Dustin ist der Meinung, dass die Zander aktuell nicht so gut beißen. Allerdings, Tobias hat hier einen Zander gefangen an der Stelle, als wir mit Didi dort waren. Auch sonst weiß ich, dass es eine gute Stelle ist für Zander. Also wir haben jetzt hier alle 3 Fischarten, die beißen können. Und ich bin sehr gespannt, ob die Stelle wieder liefert und wir bald den zweiten Fisch im Boot haben, den zweiten maßigen Fisch. Johannes, Jo. zweiter Spot für dich heute. Ich glaube, Dustin hat einen Biss hier. Ansonsten relativ ruhig die Stelle. Wie sieht's aus? Ja, der Wind ist sehr stark, also es ist wirklich schwierig zu fischen. Deswegen würde ich gerne jetzt, also der nächste Spot wird ein bisschen windstiller sein. Und ja, mal schauen. Was heißt der nächste Spot? Du hast schon den nächsten Spot im Auge, oder? Ja, ich weiß noch nicht genau jetzt welchen. Ob wir wieder zurückfahren zur ersten Stelle, wo Dustin schon den Barsch gefangen hat. Oder eben dort, wo wir vorher waren, im windstilleren Bereich. Das überlege ich mir jetzt gerade noch. Bin ein bisschen ratlos gerade. Aber du willst einen der Stellen ansteuern, wo wir heute schon waren? Genau, es wäre die Stelle davor, nur eben hinter dem kleinen Damm quasi, also hinter der Steinpackung, wo nicht so viel Wind geht. Oder eben die erste Stelle, weil da eben auch ein bisschen Wind geschützt ist. Und beim Plateau, wo du mit Enrico gefangen hast, da befürchtest du, dass da der Wind voll draufsteht? Ja, genau, also ich glaube, da ist noch mehr Wind, also da gehen die Wellen noch stärker und es ist echt jetzt schon schwierig, zumindest für mich. Ich bin solche Bedingungen nicht gewöhnt und daher suche ich Windstilleres jetzt auf. Verstehe. Nach dem Spotwechsel eben. Kann ich auch mitleben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch relativ schaukelig. Und ja, auch muss man sagen, ich könnte mir gut vorstellen, dass die Stelle von heute Morgen auch noch einen zweiten Fisch bringt. Also warum nicht? Mutmaßlich letzter Spot für heute. Köder sind schon wieder im Wasser. Johannes taktiert ähnlich wie in der Partie gegen Enrico. Und zwar fischt er als letzten Spot den ersten seines Gegners, an dem Fisch kam. Dustin hat heute Morgen hier gefangen. Und ja, und deswegen hat, denke ich, Johannes Vertrauen in diese Stelle und hofft, jetzt hier auch einen Barsch noch fangen zu können. Aktuell fischt er mit einem Wobbler. Bei Dustin steigt die Nervosität wieder etwas, weil er weiß, dass der Spot hier durchaus Fische bringen kann. Dustin, was fischst du? Rubber Jig. Wieder den gleichen Trick? Ja, ich werde aber gleich mal wechseln auf den Spin Jig, aber ein bisschen tiefer angeln. Ja, also spannende Geschichte. Es geht um den Einzug ins Finale nach wie vor. Und ein einziger Fisch kann entscheiden. Also hier kann man schnell auch mal einen 48er fangen. Ansonsten würden eben auch zwei kleinere Fische, zwei kleinere maßige Fische reichen. Also zumindest zwei 25er Barsche oder zwei 57er Hechte würden auch gehen. Also noch ist alles offen.
Fett aber, scheiße! Ich glaube, der war noch ein Stück größer. Hast du ihn gesehen? Ja, er war deutlich größer als der andere. Also, was kannst du nie sagen, aber ich glaube, der hat die 50 gehabt. Wieder auf die Kabel, ne? Scheiße. Ärgerlich. Was soll man machen? Angeln. Oh, das war eine schöne Klamotte, ey. Fuck. Sorry fürs Scheiße schreien. Habe ich Scheiße geschrien, macht man nicht, aber so ein Fisch ärgert natürlich. Vor allem in einem Wettkampf, der hatte also mindestens die Größe wie der andere. Passiert. Oder? Total ärgerlich. Also ich hätte den Fisch sehr, sehr gerne gesehen. Vor allem nach der Ansage, wenn es ein Barsch ist. Es ist ein richtig großer. Ja. Habe den Fisch nicht gesehen, muss ich sagen. Aber vom Drillverhalten hätte ich jetzt auch gesagt, es ist kein kleiner Fisch. Nee, das war... Und ja, sehr ärgerlich. Auf jeden Fall, sehr, sehr ärgerlich. Ja. Yes! Ja! Scheiße! Geil! Ja! Dann geht wieder rauf bei dir. Neuer BB-Barsch. Geil! Wir messen jetzt mal. Das Maßband wird gerade nass gemacht. Die Entscheidung, Dustins Spot vom Morgen anzufahren, war goldrichtig. Ein traumhafter Fisch, den Johannes da in den Händen hält. Doch reicht dieser Fisch auch für die Führung? Ah, 43. 43 cm. Ein richtig schöner Fisch. Köder war das Storm Jokershed in 10 cm. Geil. Yes! Weiter geht's. Bisschen zu klein gewesen. Petri, Dank. hammergeiler Fisch, Mann. Ist richtig. Nächster PB für dich im Turnier. Ja. Die Saga geht weiter. Ein neuer Barsch-PB für Johannes. Doch leider ist dieser Barsch trotzdem 4 cm zu kurz, um mit Dustin gleichzuziehen. Er braucht einen zweiten Fisch, damit der Traum vom Finale nicht platzt. Ja, also sehr, sehr hektische Minuten hier auf dem Boot. Nachdem es stundenlang doch sehr ruhig zugegangen ist, haben wir jetzt hier, mir zittern tatsächlich auch ein bisschen die Knie, haben wir jetzt hier eine wirklich spannende Zeit auf dem Boot. Bisschen ärgerlich natürlich, oder was ist ein bisschen, sehr, sehr ärgerlich natürlich für Dustin, dass er seinen Barsch kurz vor der Wasseroberfläche verloren hat, kurz vorm Kescher. Und quasi als wir diesen schönen Fisch noch betrauert haben, gemeinsam, dann bei Johannes eine richtig schöne Klamotte auch eingestiegen. Alles ist wieder offen. Ein maßiger Fisch entscheidet die Partie aktuell. Und ja, und ich bin sehr, sehr gespannt, wer den fangen wird. Beide Angler fischen natürlich extrem konzentriert jetzt hier weiter. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass noch nicht aller Tage Abend ist. Ich glaube, wir sehen heute noch einen Fisch. Ja, das war natürlich ein kleiner Rückschlag. Also ich freue mich natürlich, dass Johannes den Fisch gefangen hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ärgert mich natürlich umso mehr, dass ich meinen verloren habe, meinen großen. Weil unabhängig, dass es Wettkampf war, hätte ich, glaube ich, dass der deutlich größer war als den ich schon gefangen habe. Und den will man natürlich immer fangen. Egal ob Wettkampf oder nicht.
Deswegen jetzt ein bisschen niedergeschlagen, aber weiter konzentrieren, weiter angeln und vielleicht noch einen fangen. Unglaublich spannend. Wir gehen jetzt gerade in die letzte Viertelstunde des heutigen Duells. Es geht ums Finale. Nur 4 cm Barsch trennen die beiden Kontrahenten. Ein Fisch kann alles entscheiden. Ja, und auch selbst für uns Moderatoren, Schiedsrichter, Kamerateam, ja, ist das wirklich nervenaufreibend. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es für die Angler ist. Es wird nicht mehr viel gesprochen. Alle 3 Sekunden werde ich gefragt, wie lange Zeit noch ist. Das ist das Einzige, was eigentlich jetzt noch kommuniziert wird. Ansonsten extreme Ruhe, große Konzentration, hohe Anspannung. Hammergeiles Duell, muss ich sagen. So, Schlusspfiff. Wir haben einen Finalteilnehmer. Wir haben heute ein großes Duell gesehen. Mit nicht ganz so vielen Fischen. Aber dafür Gut gefischt. 2 richtig guten Fischen. Ja, ich muss sagen, das hätte mich tatsächlich auch, wie gesagt, ich habe gesagt, den Fisch habe ich dir gegönnt. Aber hätte mich der verlorene Fisch jetzt den Sieg gekostet, hätte mich wirklich geärgert. Ja, das glaube ich. Hätte mich sehr, sehr geärgert. Ja, hat Spaß gemacht mit dir. Ich muss sagen, ganz schön stressig, ey. Ja, am Schluss Ich bin froh, dass es vorbei ist, muss ich sagen. So, ja, geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wer im Finale wartet. Ich freue mich. Ja, gehen wir mal. Glückwunsch erstmal zu deiner Leistung. Danke dir. Im Turnier allgemein. Also ich finde, du hast nicht nur viele Sympathien erspielt, wahrscheinlich auch viele neue Zuschauer für deinen Kanal gewonnen und vor allem 2 richtig gute PWs aufgestellt in diesem Turnier. Seinen größten Hecht hat Johannes gefangen, wer es nicht gesehen hat. Und heute dann auch noch seinen größten Barsch. Nochmal verbessert. Nochmal, ja. Genau. Was haben wir heute gesagt, heute Morgen? Dass wir das schaffen. Das wir das schaffen. Haben wir geschafft. Ja, und du? Danke. Minimalistisch ins Finale. Wie immer. Obwohl heute war es echt, war es Pech, ne? Mit minimalistisch. Nein, also auch alle Partien verdient. Also ich glaube, du hast in allen Partien mehr Fischkontakt gehabt als dein Gegner. Ja. Trotzdem, sage ich mal, hättest du auch in jeder Partie nicht weniger Fisch fangen dürfen. Da hast du absolut recht. Nee, ich freue mich. Gegen wen würdest du lieber angeln? Gegen Daniel oder gegen Tobias von Kanal Gratis? Das kann ich nicht sagen. Tobias kenne ich nicht, Daniel kenne ich, den mag ich, das wäre bestimmt lustig. Aber irgendwie schon doch lieber Tobias. Die Schweden, er hat nämlich eine ganz schön große Klappe gehabt, finde ich immer. Was ich aber auch sympathisch finde. Er macht es auf eine sympathische Art und Weise, aber deshalb würde ich gerne gegen ihn fischen. Du nimmst, wie es kommt, nehme ich an. Ich nehme, wie es kommt, ja. Leute, wenn euch Johannes Performance im Turnier gefallen hat, dann checkt auf jeden Fall mal JH Fishing. Link unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zum Kanal von Dustin und Hannes. BATV. BATV, Barschalarm TV, kennen viele, aber nicht alle, sonst hättet ihr mehr Abonnenten. Weil wer einmal ein Video gesehen hat von Barschalarm TV, der abonniert auf jeden Fall. Ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, nachholen. Gerne auch auf die kleine Glocke drücken, damit ihr das Finale nicht verschlaft. Und Feedback in den Kommentaren ist immer schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Servus. Der erste Finalteilnehmer steht fest. Wer im Endspiel gegen ihn antritt, Tobias von Kanal Gratis oder Daniel von hechtundbarsch.de, seht ihr in der nächsten Folge. Wenn ihr das nächste Match nicht verpassen wollt,
abonniert einfach den Kanal und aktiviert die Benachrichtigungsglocke.